Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Travel Senior. Für alle, die meinen Tourenplan verfolgen, ist vollkommen klar, ich bin immer noch in Mecklenburg. Wir besuchen heute die Stadt Neubrandenburg oder auch besser bekannt als Stadt der vier Tore. Kurz nach der Wende hatte Neubrandenburg noch ca. 90.000 Einwohner. Also tauchen wir ein in die Geschichte und in die Gegenwart dieser Stadt. Legen wir los? Ich freue mich auf euch. Auf meinem Weg nach Neubrandenburg stieß ich völlig unerwartet auf eine wahre Perle der Erholung, welche sich perfekt in diese schöne Landschaft der Mecklenburger Seenplatte einfügt. Ein sehr schönes Feriendorf direkt am Tollendesee. Herr Brunner gab mir die Möglichkeit, für euch einen Blick hineinzuwerfen. Ich setze euch einen Link für dieses Feriendorf am Neubrandenburger Tollendesee unten in meine Videobeschreibung. Bevor ich für euch meine Stadttour beginne, werde ich erst einmal den Aussichtsturm im Nemerower Holz besuchen, mit dem Namen Bemshöhe. Mit etwa 34 Meter Höhe überragt er den Tollendesee. Dieser Backsteinturm wurde nach dem Neubrandenburger Bürgermeister Erasmus Behm, welcher von 1596 bis 1631 lebte, benannt. Vom Aussichtsturm geht es weiter entlang dem Augusterbad, immer dem Tollendesee folgend in Richtung Stadtkern. Übrigens, der Tollendesee liegt über dem Meeresspiegel. Den Namen hat dieser See aus dem ursprünglich Slawischen, aus diesem Wort Dolentia und bedeutet Talniederung. Auch wird hier im südlichen Bereich des Tollendesee das slawische Hauptheiligtum Retra vermutet. Die Stadt Neubrandenburg wurde im Jahr 1248 gegründet. Am 4. Januar unterzeichnete Johann I. Markgraf von Brandenburg in Spandau den Stiftungsbrief zur Gründung der Stadt. Sein Ritter Herbert von Raben wurde sogleich damit beauftragt, die Stadt aufzubauen und Siedler zu finden. Starten wir also unsere Tour am zweitältesten Tor dieser Stadt, nämlich am Stargarder Tor oder wie es früher hieß, am Wendischen Tor. Die Stadtmauer mit den 4 Toren begann man ab dem 13. Jahrhundert zu errichten. Zuvor als Holzpalisade, dann aus Feldstein und bis zu 7,50 Meter hoch. Eins fand man an der noch heute fast vollständig erhaltenen Stadtmauer,
57 dieser Wieghäuser, von denen noch heute insgesamt 25 zu sehen sind. In einigen von ihnen findet man nette Restaurants, wie hier zum Beispiel. So findet man über 2 Etagen nett eingerichtete Räume mit regionaler Küche. Entlang der Stadtmauer treffen wir auf das neue Tor. Es ist das jüngste Tor von den 4 Toren. Nicht so wie bei den anderen 3 Toren, welche aus Haupttor, Vortor und Zingel bestehen, können wir heute hier bei dem neuen Tor nur noch das Haupttor bestaunen. Hier blicken wir in die Turmstraße. Einst stand hier einer von den ehemals 2 Wehrtürmen oder Fangeltürmen. Doch um 1899 stürzte dieser ein. Das Einzige, was geblieben ist, ist der Name dieser Straße, Turmstraße. Auf meinen etwa 2,5 Kilometer langen Weg um den historischen Stadtkern begegnen mir an dieser früh angelegten Wehranlage immer wieder diese sehr schönen Wieghäuser. Wie Perlen auf eine Schnur aneinandergereiht, die sich dann wie ein Ring um die Altstadt legen. Nun kommen wir zum 3. Tor und somit zum ältesten Tor der Stadt. Es ist das Friedländer Tor und am besten erhalten. Auch das Friedländer Tor besitzt eine Doppeltoranlage. Diese Anlage, Vortor, Haupttor und die damit verbundene Mauer erreichen insgesamt eine Länge von 88 Metern.
Integriert in diesen Mauern der Toranlage fand man oft Zollhäuser. Diese Wehranlage besteht aus einem doppelten Wall mit Gräben, die damals mit Wasser gefüllt waren. Einige Eichenbäume, die hier stehen, sind über 300 Jahre alt. Entlang dieser mittelalterlichen Wehranlage kommen wir nun zum Fritz-Reuter-Denkmal. Dieses Denkmal steht zu Ehren dieses großen niederdeutschen Dichters, der in Neubrandenburg von 1856 bis 1863 lebte und wirkte. Aus seiner Feder stammen zum Beispiel Kein Hüsung oder Durchleuchting. Gleich gegenüber des Fritz-Reuter-Denkmals finden wir diese Gruppe aus seinem Roman Durchleuchting. Dieses Denkmal ist seit 1920 fester Bestandteil der Stadt Neubrandenburg. Für alle von euch, die gerne einmal tiefer in diese Humoreske eintauchen möchten, kann ich nur sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Weiter entlang der Stadtmauer treffen wir auf den Fangelturm oder Mönchturm. Wie bereits erwähnt, einst waren es 2 Wehrtürme gewesen und gehörten zur Stadtmauer. Bis in das 19. Jahrhundert hinein wurden diese als Stadtgefängnis genutzt. Der zweite Turm, wie bereits erwähnt, stand in der Turmstraße. Diese Wallanlage zieht sich richtig lang. Ein paar Kilometer sind es, aber wirklich traumhaft. So, und nun kommen wir auch schon zum letzten der 4 Tore dieser Stadt. Es ist das Treptower-Tor. Mit fast 32 Metern Höhe ist es das höchste der Tore. Auch hier finden wir, wie schon so oft bei den anderen Toren, das Vortor, das Haupttor und den Mittelgang mit dem integrierten Zollhaus. Nach diesem ausführlichen Rundgang machen wir jetzt einen ganz kurzen Abstecher in die Innenstadt. Was wir hier sehen, ist der liebevoll genannte Kulturfinger mit einer Aussichtsplattform und einem Turmcafé. Kurz nach der Stadtgründung Neubrandenburgs wurde mit dem Bau der noch heute hier zu bestaunenden Marienkirche begonnen. Dieses 770 Jahre altes Bauwerk hat in seiner Geschichte alle Höhen und Tiefen der Stadtgeschichte miterlebt. Wie Zerstörung durch Sturm, Blitz, Feuer und Krieg. Heute strahlt dieser Bau in einem neuen Glanz und lässt jeden Konzertbesuch zu einem Erlebnis werden.
Nun geht es zurück zum Treptower Tor. Gleich gegenüber des Treptower Tor findet man die seit 1271 erstmals erwähnte Mühle des Sohns des Stadtgründers. Um die Mühle betreiben zu können, wurde der ehemalige Abfluss des Tolensesees verschlossen und der See um 80 cm angestaut. Der heutige Oberbach wurde extra dazu künstlich angelegt. Also, folgen wir diesem Oberbach bis hin zum Tolensesee. Hier befinden wir uns in Broda. Der Name leitet sich von der Bedeutung Fähre oder auch Fort ab. Baubeginn dieses Klosters war um 1240. Etwa 300 Jahre später ging der Grundbesitz des Klosters in das Eigentum mecklenburgischer Herzöge über. So ging es im damaligen Kloster, wie damals nicht unüblich, nicht immer mit rechten Dingen zu. Nachzulesen zum Beispiel im Carolinum Historische Literarische Zeitschrift 54. Jahrgang Nummer 103 in Göttingen. Viele Klosterurkunden erwiesen sich so als Fälschungen oder Modifikationen. Vom Kloster aus führt mich mein Weg weiter ins Brodaer Holz zum Belvedere. Belvedere gleich schöne Aussicht. (1775) ließ Adolf Friedrich IV.
Herzog zu Mecklenburg-Strelitz erstmals ein Sommerhaus in Fachwerkbauweise errichten. Später dann, um 1823, ließ die Großherzogin Marie an dieser Stelle das Ausflugsziel in Form eines griechischen Tempels bauen. Danach, um 1934, wurde Belvedere zu einer Gedenkstätte für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Für die Geschichtsinteressierten unter euch sei angemerkt, die Geschichte des damaligen Herzogs zu Mecklenburg-Strelitz, Adolf Friedrich IV., welcher bei seinen Untertanen beliebt war, ist eine ganz besondere und eine absolute Leseempfehlung. So, jetzt sind wir unterwegs an der Seekante. Jetzt geht es von Belvedere zum Jahnstein. Also ein bisschen zu laufen hat man, aber es ist eine schöne Strecke, die wirklich Spaß macht. Aufgrund dessen, dass man hier wirklich mitten im Wald ist und an der Seekante lang geht, ist es einfach nur herrlich. Ja, wenn wir da sind, mal gucken, wie viele Treppen uns da erwarten. Buchort Gatscheck. Und so wie es aussieht, ist Gatscheck der Campingplatz. So, wir werden aber nicht diese Strecke nehmen, sondern wir folgen diesem gut geteerten oder asphaltierten Weg. Ja, da sieht ein Schild aus, steht drauf Jahnstein. 200 Meter. Also der Weg war okay. Ja, jetzt sind wir oben, waren doch einige Treppen. Jetzt sind wir am Gedenkstein. Und wir lesen hier schuf Jahn das deutsche Turnen. An dieser Stätte bildete er zuerst die deutsche Jugend 1802 bis 1804. Ja, so sieht's aus. Bekannter ist Jahn als Turnvater Jahn, der mit vollständigem Namen Friedrich Ludwig Christoph Jahn hieß. Er führte in seiner Zeit des Schaffens in Neubrandenburg das Turnen ein. Nun ist es mir tatsächlich gelungen, noch hier oben für Bemshöhe einen Schlüssel zu bekommen, damit ich euch noch schöne Nachtaufnahmen zeigen kann, sprich Neubrandenburg bei Nacht im Lichtermeer, schön über dem Tollentesee rüber, auf der gegenüberliegenden Seite das Broder Holz. Ja, auf alle Fälle fantastisch. Luftige Höhe, ein bisschen windig, aber genießt es einfach.
So, hiermit endet unser Rundgang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt habe ich noch was in eigener Sache. Einige von euch fragen mich, Mensch, ich kenne diesen schönen Ort, wo du warst, dieses schöne Städtchen. Du hättest aber noch dies und das zeigen können. Das wäre mit Sicherheit noch interessant. Sicherlich, es kommt das Aber. Einige von euch, vor allen Dingen die Drohnenpiloten, werden das kennen. Man braucht viele Genehmigungen, viele Anträge, auch wenn man die Anträge stellt. Einige Städte reagieren sofort, einige eben nicht sofort. So wie in diesem Fall dauert es sogar 9 Monate und es passiert nichts. Man bekommt keine Antwort, trotz des vielen Nachfragens. Keine Antwort ist auch eine Antwort und so muss ich euch leider einige Aufnahmen schuldig bleiben, so schön wie es gewesen wäre. Trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst die Haare wehen. Bis dahin. Ciao.